Im September wird das nächste Release von Optitax freigegeben und damit auch das neue Modul Dokumentation. Im Interview erhalten wir von Roland Oldenburg, Leiter der Entwicklung, Hintergründe und erste Informationen zum Modul. Vorab einige Fragen über Herrn Oldenburg selbst. Was haben Sie vor der HSP gemacht und wie sind Sie zu uns gekommen? Tja, was habe ich vorher gemacht? Also Softwareentwicklung habe ich immer schon gemacht. Das war auch immer mein Ding. Also schon als Jugendlicher habe ich angefangen, mir selbst Programmiersprachen beizubringen, habe alles ausgetestet, was irgendwie in diesem Bereich möglich war. So, und dann habe ich bei Lufthansa Systems eine Ausbildung gemacht und da ging es dann ziemlich geradeaus weiter eigentlich, weil dann habe ich erst direkt bei Lufthansa gearbeitet und habe geschäftskritische Anwendungen, den Betrieb sichergestellt. Und dann, nach einiger Zeit bin ich dann dort weg, bin in einen neuen Bereich gewechselt. Das war auch sehr spannend. Ich habe das Ganze immer Berufspyroman genannt, ja, weil es ging um Fire Training. Da ging es darum, ja, Feuer zu machen im Grunde genommen. Für mich ging es dabei um Steuerung. Im Embedded-Bereich war auch ein sehr spannendes Thema und da habe ich dann eben die Softwareentwicklung geleitet. Bis ich dann irgendwann von Paul Liese direkt abgeworben wurde für die HSP. Ja. Und da haben dann auch von Anfang an spannende Aufgaben auf mich gewartet. Ja. Was macht die Arbeit bei der HSP eigentlich interessant? Ja, was macht die Arbeit bei der HSP interessant? Vieles. Ich möchte mal konkret nennen, die Vielfalt, die Freiheitsgrade, die Agilität. Ja. Was will ich damit sagen? Freiheitsgrade, Vielfalt. Ich bin es ja auch gewohnt aus dem Konzern. Ich habe auch im Konzern gearbeitet und weiß, wie das da läuft. Und das ist schon ein Unterschied. Wenn die Dienstwege kurz sind, wenn die Entscheidungswege kürzer sind, wenn man nicht an irgendwelche Konzernrichtlinien gebunden ist, was jetzt irgendwelche Technologien angeht, die man einsetzt oder Ähnliches. Das ist schon schön. Wenn man einfach irgendetwas als geeignet empfindet, dann setzt man es ein. Ja, und das hat dazu geführt, dass wir uns natürlich immer auch wieder mit vielen neuen Themen auseinandergesetzt haben. Aber das macht den Beruf ja auch irgendwie spannend und das gehört dazu. Und so haben wir halt auch eine wirkliche Vielfalt an Produkten, unterschiedlichste Produkte mit unterschiedlichsten Technologien und unterschiedlichsten Programmiersprachen sogar. Wenn jemand neu dazukommt, dann merkt er, also es gibt hier x Bereiche, 4, 5 verschiedene Programmiersprachen oder Bereiche, in denen er sich eigentlich im Grunde, in denen er sich schlau machen kann, in denen er sich einbringen kann und vielleicht auch spezialisieren kann. Und dann, wie ich erwähnte, dieser Punkt Agilität, damit meine ich wirklich agile Softwareentwicklung. Wer sich damit auseinandersetzt, der wird schnell feststellen, dass es für Unternehmen sehr schwierig ist, das wirklich hundertprozentig zu leben. Und das geht allen so, das geht uns auch so. Aber ich habe den Eindruck, dass wir das schon ziemlich gut hinbekommen jetzt mit den Jahren und dass wir tatsächlich sehr agil unterwegs sind, dass wir das zum einen in den Prozessen hinbekommen, aber dass wir auch von den Ideen her, von der Art und Weise, wie Ideen entstehen, das wirklich ganz gut hinbekommen mittlerweile. Und das ist eine schöne Sache, das ist schön, das zu beobachten und das so zu erleben, ne? Da auch bei zu sein. War das beim Modul Dokumentation auch so? Und was ist die Idee dahinter? Ja, was ist die Idee dahinter? Und war das so? Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Idee war ja auch im Grunde genial, als sie erstmal geboren war, zu sagen, wir nehmen das, was wir in Optitex schon haben an Hilfsmitteln, was es an Lösungen bereits gibt und an Dingen, mit denen der Kunde ja vertraut ist bereits. Diese Dinge nehmen wir und nutzen sie weit jenseits des Bereiches Steuer für komplett andere Bereiche. Das ist ja für alle Seiten gut, wenn man das tut, weil es ist auf der einen Seite für den Nutzer gut, der Nutzer fühlt sich sofort zu Hause, er weiß sofort, welche Funktionalitäten es gibt. Parallel ist es aber für die Entwicklung natürlich auch leichter, weil wir einfach nur neue inhaltliche Bereiche abdecken, aber nicht mehr so viel neu technologisch entwickeln müssen. Und so ist es eigentlich für alle Seiten gut, diesen Weg zu gehen. Und als wir erstmal diese Idee hatten, als sie erstmal geboren war, ja, genial, ne? Waren alle froh. Und das war eben so ein Beispiel für, ja, agiles, ne? Sich mal neu überlegen, neue Visionen sich ausdenken. Ja. Okay, aber in Optitax steckt doch Tax für Steuern. Ist das jetzt nicht mehr so?
Das ist immer noch so. Also OptiTax ist ein Programm zum Übermitteln der E-Bilanz, aber es ist eben mittlerweile, das muss man auch sagen, bei weitem mehr. Ne? Und deswegen deuten wir das ja auch mittlerweile schon um und sagen, OptiTax ist nicht für Steuern, nach dem Wort Tax, sondern Tax ist die Abkürzung für Taxonomie. Ja, also das optimale Nutzen von Taxonomien, könnte man vielleicht sagen. Und dadurch merkt man schon, dass es ein viel größerer Bereich ist, der mittlerweile abgedeckt wird. Und nun zur letzten Frage. Welche Vorteile ergeben sich mit dem neuen Modul für alle Anwender von OptiTax? Ja, welche Vorteile ergeben sich? Da gibt es zahllose Punkte. Ich will mal anfangen mit einem Beispiel: Verfahrensdokumentation. Wie erstelle ich eine Verfahrensdokumentation? Wenn ich mich das erste Mal mit diesem Thema auseinandersetze, dann sitze ich vielleicht vor einem weißen Blatt Papier und frage mich jetzt, ja, was für Informationen muss ich eigentlich erfassen und in welcher Struktur? Und wenn es dann regelmäßige Themen gibt, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, wie stelle ich das eigentlich sicher? Und wie kann ich überhaupt nachhalten, wer was wann erfasst hat? All solche Dinge nimmt einem unsere Anwendung durch das Modul Dokumentation automatisch ab. Gleich von Anfang an kann ich interviewgesteuert, durch Fragen geführt, die Ersterfassung machen. Ich kann das Projekt öffnen, ich kann dann weitere Details noch erfassen und ich sehe gleich schon bei der Erfassung dann im Live-Reporting, das heißt ja nicht umsonst so, das kennen die Nutzer auch schon, wenn sie OptiTax kennen, kann ich gleich schon sehen, wie das komplette Dokument entsteht, mit Deckblatt, mit Inhaltsverzeichnis, all das sozusagen schon bei der Bearbeitung. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, Aufgaben zu erfassen. Wiedervorlagen. Einige werden vom System selbst erstellt, einige kann ich auch selbst erstellen, wenn ich das möchte, sodass ich selbst auch immer noch einen Blick dafür habe, was vielleicht wieder fällig wäre, wo ich wieder ran müsste. Das sehe ich gleich schon in der Projektnavigation farblich dargestellt. Ich kann das Ganze mit Outlook verbinden. Dann kann ich das synchronisieren und brauche OptiTax gar nicht laufen haben und habe trotzdem einen Blick darauf, ob irgendetwas fällig wird. Und dann könnte noch so vieles andere erwähnen. Synchronisation mit dem Tablet zum Beispiel und dann auf dem Tablet die Bearbeitung zu machen. Oder die Versionierung, ja? Also Folgeprojekte, die vielleicht sogar eine inhaltliche Überlappung haben, wo man Daten übernehmen möchte von dem einen Projekt ins andere. All solche Dinge sind ein Riesenvorteil, glaube ich, im Vergleich zu beispielsweise einer Office-Lösung oder ähnlichem. Vielen Dank, Herr Oldenburg, dass Sie uns einige Hintergrundinformationen gegeben haben. Zu dieser Episode gibt es auch einen Podcast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und YouTube. Ihre HSB Software GmbH aus Hamburg.